Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Ein ernstes Thema. Ein Thema, das viele Menschen betrifft. Betreffen bedeutet, es hat mit deinem Leben zu tun. Heute sprechen wir über Geld in Deutschland, über Rechnungen, über Verträge, über Mahnungen, über Schulden, über Bankkonto, über Miete, über Strom, über Handyvertrag, über Internet, über Versicherungen, über Briefe, die Angst machen können und über ruhige Lösungen. Geld. Ein kleines Wort, aber ein großes Thema. Geld bedeutet Sicherheit. Sicherheit bedeutet, du fühlst dich geschützt. Du kannst Miete zahlen. Du kannst Essen kaufen. Du kannst ein Ticket kaufen. Du kannst zum Arzt gehen. Du kannst dein Handy bezahlen. Du kannst Licht, Strom und Wärme haben. Geld gibt Ruhe. Aber Geld kann auch Stress machen. Stress bedeutet Druck im Kopf, Druck im Körper, Druck im Herzen. Für viele Ausländer in Deutschland ist Geld am Anfang besonders schwierig. Warum? Weil viele Dinge neu sind. Neue Preise, neue Verträge, neue Briefe, neue Banken, neue Regeln, neue Wörter, neue Kosten. Vielleicht weißt du nicht, was Nebenkosten sind. Vielleicht weißt du nicht, was Kaution bedeutet. Vielleicht weißt du nicht, warum du Rundfunkbeitrag zahlen musst. Vielleicht weißt du nicht, was eine Mahnung ist. Vielleicht bekommst du einen Brief und denkst, ist das schlimm? Muss ich zahlen? Habe ich etwas falsch gemacht? Das ist normal. Normal bedeutet, das passiert vielen Menschen. Du bist nicht allein. Viele Menschen, die neu in Deutschland sind, verstehen am Anfang nicht alle finanziellen Regeln. Finanziell bedeutet mit Geld. Das ist kein Zeichen von Dummheit. Dummheit bedeutet nicht intelligent sein. Nein. Es ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues System lernst. System. Eine Ordnung von Regeln, Dokumenten und Abläufen. Ein neues System braucht Zeit. Zeit. Geduld. Wiederholung. Hilfe. Heute gehen wir langsam durch dieses Thema. Nicht mit Panik. Panik bedeutet starke Angst. Wir bleiben ruhig. Ruhig bedeutet calm. Wir lernen Wörter. Wir lernen Sätze. Wir lernen Schritte. Schritt. Step. Wenn ein Problem kommt, brauchst du nicht sofort alles lösen. Lösen bedeutet, ein Problem fertig machen. Du brauchst nur den nächsten kleinen Schritt. Brief öffnen. Datum lesen. Betrag suchen. Frist markieren. Hilfe fragen. Bezahlen oder antworten. Ein Schritt. Dann der nächste. Atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Du musst nicht jedes Wort sofort behalten. Behalten bedeutet im Kopf speichern. Manche Wörter kommen wieder. Wiederholung. Wiederholung bedeutet, etwas kommt noch einmal. Wiederholung macht Wörter vertraut. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, nicht mehr fremd. Und beim Thema Geld ist Vertrautheit sehr wichtig.
Wenn Wörter vertraut sind, machen Briefe weniger Angst. Wenn Briefe weniger Angst machen, kannst du besser handeln. Handeln bedeutet etwas tun. Beginnen wir mit dem Bankkonto. Bankkonto. Ein Konto bei der Bank. Konto bedeutet ein Ort für dein Geld. Nicht ein physischer Ort, nicht wie eine Schublade. Schublade. Drawer. Sondern ein digitaler Ort bei der Bank. Dort kommt dein Lohn an. Lohn. Geld für Arbeit. Dort bezahlst du Miete. Miete. Geld für die Wohnung. Dort bezahlst du Rechnungen. Rechnung. Ein Dokument, das sagt, wie viel du zahlen musst. In Deutschland brauchst du oft ein Bankkonto. Ohne Bankkonto ist vieles schwer. Arbeitgeber zahlen den Lohn meistens auf ein Konto. Vermieter möchten Miete vom Konto. Handyverträge brauchen oft ein Konto. Stromanbieter brauchen ein Konto. Internetanbieter brauchen ein Konto. Deshalb ist Konto ein Schlüsselwort. Schlüssel. Key. Ein Konto öffnet viele Türen im Alltag. Wenn du ein Konto eröffnest, hörst du viele Wörter. Konto eröffnen. Das bedeutet ein neues Konto machen. Girokonto. Ein normales Konto für den Alltag. Bankkarte. Karte zum Bezahlen. PIN. Geheimzahl. Geheim bedeutet Secret. Online-Banking. Banking im Internet. Überweisung. Geld von deinem Konto auf ein anderes Konto schicken. Lastschrift. Eine Firma zieht Geld automatisch von deinem Konto ab. Abbuchen. Geld vom Konto nehmen. Gebühren. Kosten. Monatliche Gebühr. Kosten pro Monat. Diese Wörter sind wichtig. Girokonto. Bankkarte. PIN. Überweisung. Lastschrift. Gebühr. Wiederhole sie ruhig. Girokonto. Bankkarte. PIN. Überweisung. Lastschrift. Gebühr. Wenn du diese Wörter kennst, wird Bankdeutsch leichter. Bankdeutsch. Deutsch bei der Bank. Bei der Bank kannst du fragen, was kostet das Konto im Monat? Monat. Month. Gibt es Gebühren? Gebühren. Fees. Kann ich kostenlos Geld abheben? Geld abheben bedeutet Bargeld aus dem Automaten holen. Bargeld. Cash. Kann ich online überweisen? Online überweisen bedeutet Geld über das Internet senden. Wie kann ich die Karte sperren? Sperren bedeutet blockieren, wenn die Karte verloren oder gestohlen ist. Gestohlen bedeutet stohlen. Diese Fragen sind praktisch. Praktisch bedeutet, sie helfen im echten Leben. Ein sehr wichtiges Wort ist PIN. PIN ist deine geheime Nummer. Gib deine PIN niemandem. Niemandem. Nobody. Nicht einem Freund. Nicht einem Fremden. Nicht am Telefon. Nicht in einer E-Mail. Wenn jemand nach deiner PIN fragt, sei vorsichtig.
Vorsichtig bedeutet careful. Eine echte Bank fragt normalerweise nicht einfach nach deiner PIN per Nachricht. Komm, Fan, komm. Wenn du unsicher bist, rufe die Bank selbst an. Selbst. By yourself. Nicht auf einen komischen Link klicken. Link. Verbindung. Im Internet. Erst prüfen. Prüfen bedeutet checken. Jetzt sprechen wir über Miete. Miete ist oft die größte Ausgabe. Ausgabe bedeutet Geld, das rausgeht. Einnahme bedeutet Geld, das reinkommt. Miete. Jeden Monat. Meistens am Anfang des Monats. Anfang. Start. Wenn du eine Wohnung mietest, gibt es oft Kaltmiete, Nebenkosten und Warmmiete. Kaltmiete. Miete ohne Nebenkosten. Nebenkosten. Zusätzliche Kosten für das Haus, zum Beispiel Wasser, Müll, Hausreinigung, manchmal Heizung. Warmmiete. Miete plus Nebenkosten. Aber Achtung, Strom und Internet sind oft nicht dabei. Dabei bedeutet included. Ein Satz. Was ist in der Warmmiete enthalten? Enthalten bedeutet included, included, included. Sind Strom und Internet enthalten? Wie hoch sind die Nebenkosten? Wie hoch bedeutet how much? Gibt es eine Nachzahlung? Nachzahlung. Geld, das du später extra zahlen musst, wenn du mehr verbraucht hast. Verbrauch. Das, was du benutzt. Wasserverbrauch. Stromverbrauch. Heizverbrauch. Heizen bedeutet Wohnung warm machen. Nebenkostenabrechnung. Ein langes Wort. Nebenkosten. Abrechnung. Eine Abrechnung zeigt, wie viel wirklich verbraucht wurde und ob du noch etwas zahlen musst oder Geld zurückbekommst. Zurückbekommen bedeutet get back. Viele Ausländer bekommen eine Nebenkostenabrechnung und bekommen Angst. Das Papier ist lang. Viele Zahlen. Viele Wörter. Vorauszahlung. Verbrauch. Nachzahlung. Guthaben. Guthaben bedeutet, du bekommst Geld zurück oder hast Plus. Nachzahlung bedeutet, du musst extra zahlen. Wenn du eine Nebenkostenabrechnung bekommst, bleib ruhig. Ruhig. Lies langsam. Suche zuerst. Muss ich zahlen oder bekomme ich Geld zurück? Suche das Wort Nachzahlung oder Guthaben. Suche den Betrag. Betrag bedeutet Amount of Money. Suche die Frist. Frist bedeutet, bis wann du zahlen oder reagieren musst. Nicht jede lange Abrechnung ist eine Katastrophe. Katastrophe bedeutet großes Problem. Erst lesen, dann prüfen, dann fragen. Jetzt sprechen wir über Strom. Strom. Electricity. In Deutschland musst du Strom oft selbst anmelden. Anmelden bedeutet offiziell registrieren. Stromanbieter. Firma, die Strom liefert. Anbieter bedeutet Company that offers something. Wenn du einziehst, brauchst du den Zählerstand. Zählerstand. Zahl auf dem Stromzähler. Stromzähler. Gerät, das Stromverbrauch misst. Verbrauch messen.
How much you use. Wenn du Strom nicht anmeldest, bekommst du vielleicht Grundversorgung. Grundversorgung bedeutet automatische Basisversorgung. Manchmal ist sie teurer. Teuer. Expensiv. Deshalb ist es gut, Strom früh zu organisieren. Früh bedeutet early. Aber Vorsicht, Vergleiche, Preise, ruhig. Nicht sofort jeden Vertrag unterschreiben. Vertrag. Contract. Unterschreiben bedeutet sign. Ein Vertrag bindet dich. Binden bedeutet you are tied to it. Beim Stromvertrag sind diese Wörter wichtig. Abschlag. Abschlag bedeutet monatliche Vorauszahlung. Du zahlst jeden Monat einen festen Betrag. Am Ende kommt eine Jahresabrechnung. Jahresabrechnung. Abrechnung für ein Jahr. Wenn du mehr Strom verbraucht hast, musst du nachzahlen. Nachzahlen. Extra Pay. Wenn du weniger verbraucht hast, bekommst du vielleicht Geld zurück. Zurück. Back. Ein Satz. Wie hoch ist der monatliche Abschlag? Wie lange läuft der Vertrag? Laufzeit. Duration of Contract. Wie kann ich kündigen? Kündigen bedeutet Vertrag beenden. Gibt es eine Mindestlaufzeit? Mindestlaufzeit. Minimum Contract Period. Diese Fragen sind wichtig. Sehr wichtig. Denn ein billiger Preis am Anfang kann später teurer werden. Anfang. Start. Später. Later. Jetzt sprechen wir über Handyvertrag. Handy. Smartphone. In Deutschland gibt es Prepaid und Vertrag. Prepaid bedeutet, du zahlst vorher Geld auf und nutzt dann. Vertrag bedeutet, du zahlst meistens jeden Monat. Monatlich. Every month. Ein Handyvertrag kann praktisch sein, aber er kann auch teuer werden. Besonders, wenn du nicht genau liest. Datenvolumen. Internetmenge. Telefonflat. SMS. Roaming. Laufzeit. Kündigungsfrist. Anschlussgebühr. Anschlussgebühr bedeutet einmalige Gebühr am Anfang. Kündigungsfrist ist sehr wichtig. Kündigungsfrist bedeutet, bis wann du sagen musst, dass du den Vertrag beenden willst. Wenn du zu spät kündigst, läuft der Vertrag weiter. Weiterlaufen bedeutet continue. Du zahlst weiter. Vielleicht willst du nicht mehr, aber du zahlst. Deshalb schreibe Kündigungsfristen in den Kalender. Kalender. Plan für Termine. Handykalender. Papierkalender. Egal. Hauptsache, du vergisst es nicht. Hauptsache bedeutet, the main thing is. Ein guter Satz. Ich möchte den Vertrag kündigen. Zu welchem Datum kann ich kündigen? Bitte bestätigen Sie mir die Kündigung schriftlich. Schriftlich bedeutet in writing, gym. Bestätigen bedeutet confirm. Kündigungsbestätigung. Ein Papier oder eine E-Mail, die zeigt, die Kündigung ist angekommen. Das ist wichtig. Sehr wichtig.
Wenn später ein Problem kommt, hast du einen Beweis. Meiner. Beweis. Proof. Jetzt sprechen wir über Internetvertrag. Internet zu Hause. WLAN. Router. Anschluss. Technikertermin. Techniker. Person, die Technik installiert. Termin. Appointment. Internetverträge haben oft Laufzeit und Kündigungsfrist. Viele Wörter sind ähnlich wie beim Handyvertrag. Monatlicher Preis. Anschlussgebühr. Routermiete. Miete für den Router. Geschwindigkeit. Speed. Download. Upload. Störung. Problem mit Internet. Kundenservice. Customer Service. Wenn das Internet nicht funktioniert, kannst du sagen, mein Internet funktioniert nicht. Funktionieren bedeutet Work. Der Router blinkt. Blinken bedeutet Light goes on and off. Seit gestern habe ich keine Verbindung. Verbindung. Connection. Können Sie die Störung prüfen? Störung. Technical Problem. Wann kommt ein Techniker? Diese Sätze sind nützlich. Nützlich bedeutet useful. Jetzt sprechen wir über Versicherungen. Versicherung. Insurance. Ein schwieriges Thema. Es gibt viele Versicherungen. Krankenversicherung. Health Insurance. Haftpflichtversicherung. Liability Insurance. Hausratversicherung. Insurance for things in your home. Rechtsschutzversicherung. Legal Insurance. Unfallversicherung. Accident Insurance. Manche Versicherungen sind wichtig. Manche sind optional. Optional bedeutet nicht Pflicht. Pflicht bedeutet must. Krankenversicherung ist sehr wichtig und meistens notwendig. Haftpflichtversicherung ist oft sehr empfohlen, weil kleine Fehler teuer werden können. Kleine Fehler, kleine Fehler, kleine Fehler, kleine Fehler. Zum Beispiel: Du machst aus Versehen etwas kaputt. Aus Versehen bedeutet nicht absichtlich. Absichtlich bedeutet on purpose. Du beschädigst den Boden in einer Mietwohnung. Beschädigen bedeutet damage. Oder dein Kind macht etwas kaputt. Eine Haftpflichtversicherung kann helfen. Aber du musst verstehen, was versichert ist. Versichert bedeutet covered by insurance. Lies Verträge langsam. Versicherungsverträge sind oft schwer. Schwer. Lange Wörter. Viele Bedingungen. Bedingung bedeutet Condition. Frage: Was ist versichert? Was ist nicht versichert? Wie hoch ist der monatliche Beitrag? Beitrag bedeutet Payment to Insurance. Wie kann ich kündigen? Gibt es eine Mindestlaufzeit? Wenn du nicht verstehst, unterschreibe nicht sofort. Nicht sofort. Erst prüfen. Erst fragen. Erst schlafen. Eine Nacht schlafen kann helfen. Schlafen.
Sleep. Jetzt sprechen wir über Rechnungen. Rechnung. Ein Dokument, das sagt, du musst zahlen. Eine Rechnung hat oft diese Informationen. Wer stellt die Rechnung? Rechnungssteller. An wen geht die Rechnung? Empfänger. Was wurde gekauft oder genutzt? Leistung. Produkt. Betrag. Zahlungsfrist. Zahlungsfrist bedeutet, bis wann du zahlen musst. Bankverbindung. Konto, an das du zahlen musst. Verwendungszweck. Ein Text oder eine Nummer, damit die Zahlung richtig zugeordnet wird. Zuordnen bedeutet assign. Wenn du eine Rechnung bekommst, lies nicht alles auf einmal. Such die wichtigsten Dinge. Wer, wofür, wie viel, bis wann, wohin zahlen? Das sind die 5 Fragen. Wer schickt die Rechnung? Wofür ist sie? Wie viel kostet es? Bis wann zahlen? Wohin überweisen? Überweisen bedeutet Geld senden. Wenn du diese 5 Dinge findest, ist die Rechnung schon viel klarer. Ein sehr wichtiges Wort ist Verwendungszweck. Verwendungszweck. Warum ist das wichtig? Wenn du Geld überweist, muss die Firma wissen, dass die Zahlung von dir ist. Deshalb schreibst du die Rechnungsnummer oder Kundennummer in den Verwendungszweck. Rechnungsnummer. Nummer der Rechnung. Kundennummer. Deine Nummer als Kunde. Kunde bedeutet Customer. Wenn du den Verwendungszweck falsch machst, kann es Probleme geben. Die Firma findet deine Zahlung vielleicht nicht. Dann bekommst du vielleicht eine Mahnung, obwohl du gezahlt hast. Deshalb genau arbeiten. Genau. Carefully. Jetzt sprechen wir über Mahnung. Mahnung. Ein sehr wichtiges Wort. Eine Mahnung ist ein Brief oder eine E-Mail, der sagt, du hast noch nicht bezahlt. Bitte zahlen. Manchmal hast du wirklich vergessen. Vergessen bedeutet forgot. Manchmal ist die Rechnung nie angekommen. Angekommen bedeutet arrived. Manchmal hast du schon bezahlt, aber die Zahlung wurde nicht richtig zugeordnet. Manchmal ist es ein Fehler der Firma. Fehler. Mistake. Aber Mahnung bedeutet, du musst reagieren. Reagieren bedeutet respond. Wenn du eine Mahnung bekommst, nicht ignorieren. Ignorieren bedeutet, so tun, als wäre nichts. Eine Mahnung ignorieren ist gefährlich. Gefährlich bedeutet dangerous. Denn aus einer kleinen Rechnung können Mahngebühren werden. Mahngebühr. Extra cost because payment is late. Dann vielleicht Inkasso. Inkasso bedeutet, eine Firma versucht, Geld einzutreiben. Eintreiben bedeutet collect debt. Dann vielleicht mehr Kosten. Mehr Stress. Vielleicht negative Einträge. Eintrag. Record. Deshalb Mahnung ernst nehmen. Ernst nehmen bedeutet treat seriously. Aber ernst nehmen heißt nicht sofort Panik. Panik hilft nicht. Ruhe hilft. Schritt 1. Datum lesen. Schritt 2. Betrag. Lesen. Schritt 3. Wofür ist die Mahnung? Schritt 4. Hast du schon gezahlt? Schritt 5. Wenn ja,
Zahlungsbeleg suchen. Zahlungsbeleg. Proof of Payment. Schritt 6. Wenn nein, prüfen, ob die Forderung stimmt. Forderung bedeutet Money someone says you owe. Wenn sie stimmt und du zahlen kannst, zahle schnell. Wenn du nicht zahlen kannst, kontaktiere die Firma. Kontaktieren. Write or call. Ein Satz. Ich habe eine Mahnung erhalten. Erhalten bedeutet received. Ich möchte die Rechnung prüfen. Ich habe bereits bezahlt. Bereits bedeutet already. Im Anhang finden Sie den Zahlungsbeleg. Anhang bedeutet attachment. Ich kann den Betrag im Moment nicht vollständig zahlen. Vollständig bedeutet completely. Ist eine Ratenzahlung möglich? Ratenzahlung. Payment in parts. Rate. Installment. Diese Sätze sind sehr nützlich. Ratenzahlung bedeutet, du zahlst nicht alles auf einmal. Auf einmal. All at once. Du zahlst in kleinen Teilen. Zum Beispiel jeden Monat 20 Euro. Aber Achtung, Ratenzahlung kann manchmal extra Kosten haben. Frage: Gibt es zusätzliche Kosten? Zusätzlich. Extra. Wie hoch sind die Raten? Bis wann muss ich zahlen? Bitte schicken Sie mir die Vereinbarung schriftlich. Vereinbarung. Agreement. Schriftlich. In writing. Jetzt sprechen wir über Inkasso. Inkasso. Dieses Wort macht vielen Menschen Angst. Angst. Fear. Inkasso bedeutet, eine Firma wurde beauftragt, Geld einzufordern. Beauftragen bedeutet ask officially to do a job. Wenn du einen Inkassobrief bekommst, bleib ruhig. Ruhig. Nicht wegwerfen. Wegwerfen bedeutet throw away. Nicht ignorieren. Aber auch nicht blind zahlen. Blind zahlen bedeutet zahlen ohne zu prüfen. Prüfe zuerst. Kenne ich diese Rechnung? Stimmt der Betrag? Ist es wirklich meine Schuld? Habe ich schon bezahlt? Sind die Gebühren korrekt? Korrekt bedeutet korrekt. Wenn du unsicher bist, hole Hilfe. Hilfe holen. Verbraucherzentrale. Schuldnerberatung. Beratungsstelle. Freund mit gutem Deutsch. Schuldnerberatung. Beratung für Menschen mit Schulden. Schulden bedeutet Money you owe. Verbraucherzentrale. Organisation, die Verbraucher berät. Verbraucher. Consumer. Du kannst sagen, ich habe einen Inkassobrief bekommen und verstehe ihn nicht. Können Sie mir helfen? Das ist ein guter Satz. Jetzt sprechen wir über Schulden. Schulden. Geld, das du jemandem oder einer Firma schuldest. Schulden können klein beginnen. Eine Rechnung. Eine Mahnung. Ein Handyvertrag. Eine Kreditkarte. Ein Ratenkauf. Ratenkauf bedeutet, du kaufst etwas und zahlst später in Teilen. Später bezahlen klingt leicht, aber es kann gefährlich werden. Viele kleine Raten werden zusammen groß.
Zusammen. Together. 20 Euro hier. 30 Euro dort. 50 Euro dort. Plötzlich jeden Monat 200 Euro. Dann bleibt wenig Geld für Miete und Essen. Das ist gefährlich. Ein Satz für dich selbst. Kaufe nicht alles auf Raten. Nicht alles später zahlen. Erst prüfen, brauche ich das? Kann ich es jetzt bezahlen? Kann ich die Rate jeden Monat sicher zahlen? Sicher. Without danger. Was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Job verlieren. Lose Job. Was passiert, wenn eine andere Rechnung kommt? Diese Fragen schützen dich. Schützen bedeutet protect. Kredit. Kredit bedeutet geliehenes Geld. Leihen bedeutet borrow. Du bekommst Geld und musst es später zurückzahlen. Zurückzahlen. Payback. Mit Zinsen. Zinsen bedeutet extra money for borrowing. Kredit kann manchmal nötig sein, aber er ist ernst. Sehr ernst. Nimm keinen Kredit, wenn du ihn nicht verstehst. Unterschreibe keinen Kreditvertrag, wenn du die Kosten nicht verstehst. Frage, wie hoch sind die Zinsen? Wie viel zahle ich insgesamt zurück? Insgesamt. In total. Wie lange läuft der Kredit? Was passiert, wenn ich eine Rate nicht zahlen kann? Diese Fragen sind wichtig. Sie. Jetzt sprechen wir über Schufa. Schufa. Ein Wort, das viele Ausländer in Deutschland hören. Schufa speichert Informationen über finanzielle Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit bedeutet, man kann dir vertrauen. Zahlst du Rechnungen? Hast du Kredite? Gibt es Probleme? Viele Vermieter und Banken interessieren sich für Schufa. Eine schlechte Schufa kann Probleme machen. Zum Beispiel bei Wohnung, Kredit, Vertrag. Deshalb ist es wichtig, Rechnungen nicht zu ignorieren. Ignorieren kann später Folgen haben. Folge bedeutet Konsequenz. Aber Schufa ist nicht etwas, das man jeden Tag fürchten muss. Fürchten bedeutet Fear. Wichtig ist, Verträge verstehen. Rechnungen pünktlich zahlen. Pünktlich bedeutet on time. Mahnungen ernst nehmen. Fehler korrigieren. Wenn falsche Informationen da sind, Hilfe suchen. Falsch bedeutet inkorrekt. Korrigieren. Correct. Jetzt sprechen wir über Budget. Budget. Ein Plan für dein Geld. Budget klingt vielleicht trocken. Trocken bedeutet langweilig. Aber Budget ist Schutz. Schutz bedeutet Protection. Wenn du weißt, wie viel Geld reinkommt und rausgeht, hast du mehr Kontrolle. Kontrolle bedeutet Overview, Ability to manage. Ohne Budget fühlt sich Geld an wie Wasser in der Hand. Wasser läuft weg. Weglaufen. Disappear. Mit Budget siehst du, was passiert. Schreibe Einnahmen auf. Einnahmen. Geld, das reinkommt. Lohn. Kindergeld. Unterstützung. Stipendium. Nebenjob. Dann schreibe feste Ausgaben auf.
Feste Ausgaben bedeutet jeden Monat gleich oder fast gleich. Miete, Strom, Internet, Handy, Versicherung, Ticket, Kita, Kreditrate, dann variable Ausgaben. Variable Ausgaben bedeutet, sie ändern sich. Essen, Kleidung, Drogerie, Freizeit, Restaurant, Geschenke, Reparaturen. Wenn du alles siehst, kannst du planen. Ein einfacher Plan. Erst Miete, dann Strom, dann Essen, dann wichtige Verträge, dann Sparen, wenn möglich. Sparen bedeutet Geld zurücklegen. Zurücklegen bedeutet nicht ausgeben. Auch kleine Beträge helfen. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Nicht immer möglich. Möglich bedeutet possible. Aber wenn möglich, baue einen Notgroschen auf. Notgroschen. Geld für Notfälle. Notfallgeld. Wenn die Waschmaschine kaputt geht. Wenn du ein Ticket brauchst. Wenn eine Rechnung kommt. Notgroschen gibt Ruhe. Jetzt sprechen wir über Essen und Geld. Essen ist eine große Ausgabe. Aber man kann planen. Planen. Plan. Einkaufsliste. Liste für den Supermarkt. Wochenplan. Plan für Essen in einer Woche. Nicht jeden Tag spontan kaufen. Spontan bedeutet ohne Plan. Spontan kann teuer werden. Teuer. Wenn du hungrig einkaufen gehst, kaufst du oft mehr. Hungrig. Hungry. Deshalb Liste schreiben. Vorher essen. Angebote prüfen. Aber nur kaufen, was du brauchst. Günstige Lebensmittel. Reis. Nudeln. Kartoffeln. Haferflocken. Linsen. Bohnen. Eier. Tiefkühlgemüse. Brot. Quark. Joghurt. Saisonales Gemüse. Saisonal bedeutet, passt zur Jahreszeit. Jahreszeit. Season. Kochen zu Hause spart oft Geld. Sparen. Restaurant ist schön, aber teuer. Kaffee draußen jeden Tag kann teuer werden. Kleine Ausgaben werden groß. Klein. Groß. Jeden Tag 3 Euro sind im Monat ungefähr 90 Euro. Im Jahr viel mehr. Deshalb kleine Ausgaben beobachten. Beobachten bedeutet watch. Jetzt sprechen wir über Barzahlung und Kartenzahlung. Barzahlung. Mit Bargeld zahlen. Kartenzahlung. Mit Karte zahlen. In Deutschland geht beides. Aber nicht überall.
Manchmal nur Bargeld. Manchmal Karte ab einem bestimmten Betrag. Betrag. Amount. Beim Bezahlen kannst du sagen, mit Karte, bitte. Bar bitte. Kann ich mit Karte zahlen? Haben Sie Wechselgeld? Wechselgeld. Haben. Change. Ich brauche den Bon. Bon. Receipt. Bewahre Bons auf, wenn du etwas zurückgeben möchtest. Zurückgeben. Return. Jetzt sprechen wir über Rückgabe. Rückgabe bedeutet etwas zurückbringen. Nicht alles kann man einfach zurückgeben. Regeln sind unterschiedlich. Unterschiedlich. Manche Läden geben Geld zurück. Manche geben Gutschein. Gutschein. Voucher. Manche nehmen Ware nur mit Bon zurück. Ware. Product. Manche nehmen geöffnete Produkte nicht zurück. Geöffnet. Opened. Frage: Kann ich das zurückgeben? Wie lange habe ich Zeit? Brauche ich den Bon? Diese Fragen helfen. Jetzt sprechen wir über Abos. Abo. Kurz für Abonnement. Du zahlst regelmäßig für etwas. Streaming. Fitnessstudio. App. Zeitung. Musik. Cloud-Speicher. Cloud. Online-Storage. Abos sind gefährlich, weil sie klein aussehen. 4,99 €. 7,99 €. 12,99 €. Aber mehrere Abos zusammen werden teuer. Zusammen. Together. Prüfe deine Kontoauszüge. Kontoauszug. Bank Statement. Jeden Monat. Welche Abbuchungen gibt es? Abbuchung. Automatic Payment. What? Brauche ich dieses Abo noch? Wenn nicht, kündigen. Kündigen. Cancel. Einsatz: Ich möchte mein Abo kündigen. Bitte bestätigen Sie die Kündigung. Zu welchem Datum endet das Abo? Enden bedeutet Finish. Schreibe das Datum auf. Viele Menschen vergessen Abos. Vergessen. Dann zahlen sie weiter. Weiterzahlen. Pay further. Kleine Löcher im Geldbeutel. No. Geldbeutel. Wallet. Abo-Löcher. Nicht gut. Jetzt sprechen wir über Fitnessstudio. Fitnessstudio ist ein typisches Vertragsproblem. Viele Menschen unterschreiben schnell. Sie denken, ich gehe jeden Tag. Aber später gehen sie selten. Selten bedeutet not often. Der Vertrag läuft weiter. Laufzeit: 12 Monate. 24 Monate. Kündigungsfrist: Wenn du nicht gehst, zahlst du trotzdem. Trotzdem bedeutet ebenso. Deshalb vorher prüfen. Wie lange läuft der Vertrag? Kann ich monatlich kündigen? Monatlich kündigen bedeutet Month-to-Month Cancellation. Gibt es eine Pause bei Krankheit? Pause. Break. Was kostet es wirklich? Wirklich? Really?
Jetzt sprechen wir über Briefe und Angst. Viele finanzielle Probleme beginnen mit einem Brief, der nicht geöffnet wird. Öffnen. Open. Warum öffnen Menschen Briefe nicht? Weil sie Angst haben. Angst vor Geld. Angst vor Deutsch. Angst vor Fehlern. Aber ein geschlossener Brief wird nicht kleiner. Geschlossen. Closed. Er wird im Kopf größer. Größer. Bigger. Öffne Briefe. Früh. Früh. Nicht nach 2 Wochen. Nicht nach einem Monat. Früh öffnen ist Schutz. Mache ein Briefritual. Ritual. Feste Handlung. Zum Beispiel jeden Montag und Donnerstag Briefkasten leeren. Briefkasten. Mailbox. Briefe öffnen. Wichtiges markieren. Fristen in Kalender schreiben. Rechnungen ablegen. Ablegen bedeutet sortieren. Ordner. Folder. Papierordner oder digitaler Ordner. Rechnung bezahlt? Dann Beleg speichern. Mahnung? Sofort prüfen. So entsteht Ordnung. Ordnung bringt Ruhe. Wenn du einen Brief nicht verstehst, mache ein Foto und frage eine vertraute Person. Vertraute Person. Person you trust. Oder gehe zu einer Beratungsstelle. Sag, ich verstehe diesen Brief nicht. Was muss ich tun? Diese Frage ist Gold. Gold bedeutet hier sehr wertvoll. Was muss ich tun? Nicht jedes Wort. Nicht die ganze Grammatik. Nur die Handlung. Handlung. Action. Jetzt sprechen wir über Beratungsstellen. Beratungsstelle. Ort, wo Menschen Hilfe und Rat geben. Rat bedeutet Advice. Es gibt Migrationsberatung, Sozialberatung, Schuldnerberatung, Verbraucherberatung. Manchmal helfen auch Vereine, Kirchen, Stadtteilzentren. Stadtteilzentrum. Community Center. Hilfefragen ist nicht peinlich. Peinlich bedeutet embarrassing. Hilfefragen ist erwachsen. Erwachsen. Mature. Besonders bei Geld. Je früher du Hilfe suchst, desto besser. Früher Hilfe bedeutet oft weniger Schaden. Schaden. Damage. Schuldnerberatung ist wichtig, wenn du Schulden hast oder Rechnungen nicht zahlen kannst. Du kannst sagen, ich habe mehrere Schulden und brauche Hilfe. Mehrere. Several. Ich kann meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ich habe Angst vor Inkasso. Ich brauche einen Plan. Diese Sätze sind schwer, aber sie öffnen eine Tür. Tür. Door. Beratung kann helfen, Ordnung zu machen. Welche Schulden zuerst? Welche Frist? Welche Ratenzahlung? Welche Rechte? Recht bedeutet Right, Law. Welche Pflichten? Pflicht. Obligation. Jetzt sprechen wir über Sozialleistungen. Sozialleistungen. Unterstützung vom Staat oder von Stellen, wenn Menschen Hilfe brauchen. Dieses Thema ist komplex.
Komplex bedeutet complicated. Es gibt verschiedene Leistungen für verschiedene Situationen. Arbeitssuchend, geringes Einkommen, Kinder, Studium, Ausbildung, Krankheit, Wohnen. Nicht jede Person bekommt jede Leistung. Deshalb ist Beratung wichtig. Frage nicht nur im Internet. Frage eine zuständige Stelle oder Beratungsstelle. Zuständig bedeutet responsible. Ein Satz: Ich weiß nicht, ob ich Anspruch auf Unterstützung habe. Anspruch. Right to receive something. Können Sie mir sagen, welche Hilfe möglich ist? Welche Unterlagen brauche ich? Wo muss ich den Antrag stellen? Antrag. Application. Stellen bedeutet hier Submit. Diese Sätze sind sehr nützlich. Viele Menschen bekommen Hilfe nicht, weil sie nicht fragen. Fragen ist wichtig. Jetzt sprechen wir über Betrug noch einmal, weil es dringend ist. Dringend bedeutet urgent. Betrug kann durch Angst funktionieren. Jemand ruft an und sagt, Sie müssen sofort zahlen. Jemand schreibt, Ihr Konto wird gesperrt. Jemand sagt, klicken Sie auf diesen Link. Jemand bietet eine Wohnung an und will Geld vor der Besichtigung. Steckt. Jemand verkauft ein Produkt, aber es kommt nie an. Jemand schreibt im Namen einer Behörde, aber es ist falsch. Falsch. Fake. Regel 1. Kein Druck. Erst prüfen. Regel 2. Keine PIN geben. Regel 3. Kein Geld an unbekannte Personen senden. Unbekannt. Unknown. Regel 4. Keine Passkopie leichtfertig senden. Leichtfertig bedeutet without careful thought. Regel 5. Bei Unsicherheit fragen. 1 Minute fragen kann viel Geld retten. Retten bedeutet safe. Ein Satz: Ich prüfe das zuerst. Ich bezahle nicht sofort. Bitte schicken Sie mir die Informationen schriftlich. Ich rufe die offizielle Nummer selbst an. Offiziell. Official. Selbst anrufen bedeutet, du suchst die echte Nummer auf der Webseite oder im Vertrag und rufst selbst an. Nicht die Nummer aus einer komischen Nachricht. Komisch bedeutet strange. Jetzt sprechen wir über Geld und Gefühle. Geld ist nicht nur Zahlen. Zahl. Number. Geld ist Gefühl. Angst. Scham. Stolz. Sicherheit. Druck. Freiheit. Freiheit bedeutet Freedom. Wenn Geld knapp ist, wird der Kopf müde. Knapp bedeutet wenig, nicht genug. Du denkst jeden Tag, kann ich zahlen? Was kommt noch? Habe ich genug für Essen? Was ist mit Miete? Diese Gedanken machen müde. Sehr müde. Wenn du Geldstress hast, sei freundlich zu dir selbst. Freundlich, nicht hart. Hart bedeutet harsh. Sag nicht, ich bin dumm. Sag, ich brauche Ordnung. Sag nicht, ich schaffe nichts. Sag, ich mache heute einen Schritt. Sag nicht,
alles ist vorbei. Sag, ich suche Hilfe. Kleine Sprache im Kopf ist wichtig. Kopf, Head. Deine inneren Sätze können dich schwächen oder stärken. Schwächen, make weak. Stärken, make strong. Ein Notfallplan für Geld kann helfen. Notfallplan. Plan for emergency. Erstens, Briefe öffnen. Zweitens, Rechnungen sortieren. Drittens, Miete und Strom zuerst sichern. Sichern bedeutet make safe. Viertens, Mahnungen prüfen. Fünftens, Firmen kontaktieren. Sechstens, Beratung suchen. Siebtens, keine neuen Schulden machen, wenn möglich. Achtens, kleine Ausgaben stoppen. Stoppen. Pause. Abos prüfen. Restaurant reduzieren. Reduzieren bedeutet make less. Nicht für immer. Nur bis Ruhe da ist. Jetzt sprechen wir über Prioritäten. Priorität bedeutet, was ist wichtiger? Wenn Geld knapp ist, brauchst du Prioritäten. Miete ist sehr wichtig. Strom ist wichtig. Essen ist wichtig. Krankenversicherung ist wichtig. Arbeitsticket kann wichtig sein, wenn du damit zur Arbeit kommst. Manche Ausgaben können warten. Warten. Wait. Manche nicht. Wenn du nicht weißt, was zuerst kommt, frage Schuldnerberatung. Welche Rechnung soll ich zuerst bezahlen? Das ist eine wichtige Frage. Sehr wichtig. Wenn du eine Rechnung nicht zahlen kannst, melde dich früh. Früh. Nicht warten, bis Inkasso kommt. Schreibe, ich kann die Rechnung im Moment nicht vollständig zahlen. Können wir eine Ratenzahlung vereinbaren? Das zeigt Verantwortung. Verantwortung. Responsibility. Viele Firmen reagieren besser, wenn du dich früh meldest. Nicht immer, aber oft. Schweigen ist meistens schlechter. Schweigen bedeutet nichts sagen. Jetzt sprechen wir über deutsche Sätze für Geldprobleme. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Ei, ich verstehe den Betrag nicht. Können Sie mir die Rechnung erklären? Ich habe bereits bezahlt. Ich kann den Betrag im Moment nicht zahlen. Ist eine Ratenzahlung möglich? Bitte schicken Sie mir eine Bestätigung. Ich möchte den Vertrag kündigen. Wann endet der Vertrag? Welche Kündigungsfrist habe ich? Ich möchte keine Verlängerung. Verlängerung. Extension. Diese Sätze sind praktisch und stark. Sprich sie laut. Laut. Mit Stimme. Dein Mund muss die Sätze kennen. Nicht nur dein Kopf. Wiederhole. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Noch einmal. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Wiederholung macht dich sicherer. Sicherer. More confident. Im echten Telefonat bist du nervös. Nervös. Wenn du vorher geübt hast, geht es besser. Besser. Not perfect, but better. Jetzt sprechen wir über Telefonate mit Firmen.
Firmen sprechen oft schnell. Kundenservice. Customer Service. Du rufst an. Warteschleife. Warteschleife bedeutet you wait on the phone. Musik. Dann eine Person. Sie fragt nach Kundennummer. Kundennummer. Schreib sie vorher auf. Sie fragt nach Geburtsdatum. Geburtsdatum. Date of birth. Sie fragt nach Adresse. Adresse. Halte alles bereit. Bereit. Ready. Dann sag dein Problem. Kurz. Klar. Telefonskript. Guten Tag. Mein Name ist. Meine Kundennummer ist. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. H. Der Betrag ist für mich unklar. Können Sie mir bitte erklären, wofür ich zahlen soll? Das ist gut. Unklar bedeutet not clear. Wenn du nicht verstehst, sag, können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Per E-Mail? N. Schriftlich. Schriftlich ist besser, weil du später lesen kannst. Jetzt sprechen wir über E-Mails. E-Mail ist oft leichter als Telefon. Du hast Zeit. Zeit zum Schreiben. Zeit zum Übersetzen. Zeit zum Prüfen. Eine gute E-Mail ist kurz, höflich und klar. Höflich bedeutet polite. Beispiel: Guten Tag. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung vom 10. Mai. Der Betrag ist für mich unklar. Können Sie mir bitte erklären, wofür die zusätzlichen Kosten sind? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Das ist genug. Nicht zu lang. Nicht emotional. Emotional. Viele Gefühle. Sachlich. Sachlich bedeutet auf die Sache bezogen. Sachlich schreiben hilft in Deutschland oft. Klar, höflich, ruhig. Jetzt sprechen wir über Kündigung. Kündigung ist ein wichtiges Wort. Kündigung bedeutet Vertrag beenden. Du kannst einen Handyvertrag kündigen, Internetvertrag kündigen, Fitnessstudio kündigen, Wohnung kündigen, Versicherung kündigen. Aber jede Kündigung hat Regeln. Vertrag lesen, Kündigungsfrist prüfen, Form prüfen. Muss es schriftlich sein? Reicht E-Mail? Gibt es ein Online-Portal? Brauchst du Unterschrift? Unterschrift. Signature. Prüfe. Nicht raten. Raten bedeutet guess. Ein einfacher Kündigungstext. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meinen Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Bitte bestätigen Sie mir die Kündigung schriftlich. Mit freundlichen Grüßen. Hiermit bedeutet with this. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bedeutet zum frühesten möglichen Datum. Das ist sehr praktisch, wenn du das genaue Datum nicht weißt. Aber wenn du das Datum kennst, kannst du es schreiben. Zum 31. August. Bestätigung speichern. Speichern. Save. Jetzt sprechen wir über Umzug und Geld. Umzug. Moving home. Ein Umzug kostet Geld.
Kaution für neue Wohnung. Vielleicht doppelte Miete. Doppelt bedeutet twice. Alte Wohnung und neue Wohnung überschneiden sich. Überschneiden bedeutet Overlap. Transport. Möbel. Renovierung. Renovierung bedeutet Wohnung schöner oder repariert machen. Farbe. Pinsel. Umzugswagen. Vielleicht neue Küche. Deshalb Umzug früh planen. Früh planen. Spare Geld, wenn möglich. Frage nach allen Kosten. Nicht nur Kaltmiete. Gesamtkosten. Gesamt bedeutet total. Beim Auszug aus einer Wohnung ist Übergabe wichtig. Übergabe. Handover. Übergabeprotokoll. Papier über Zustand der Wohnung. Zustand. Kondition. Fotos machen. Zählerstand notieren. Schlüssel abgeben. Kaution später zurückbekommen. Zurückbekommen. Get back. Manchmal dauert es. Dauern. Take time. Wenn es Probleme gibt, schriftlich kommunizieren. Schriftlich. In writing. Nicht nur mündlich. Mündlich. Spoken. Schriftlich gibt Beweis. Jetzt sprechen wir über Steuer. Steuer. Tax. Ein schwieriges Thema. In Deutschland werden Steuern oft automatisch vom Lohn abgezogen. Abgezogen. Deducted. Brutto und Netto. Brutto ist vor Abzügen. Netto ist Geld auf dem Konto. Abzug. Deduction. Viele Menschen wundern sich, warum ist Netto weniger? Wegen Steuern und Sozialabgaben. Sozialabgaben. Contributions for Health, Pension, Unemployment, Care. Das ist normal. Manchmal kannst du eine Steuererklärung machen. Steuererklärung. Tax Return. Vielleicht bekommst du Geld zurück. Vielleicht nicht. Es hängt von deiner Situation ab. Hängt ab. Depends. Wenn du unsicher bist, frage Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater. Steuerberater. Tax Advisor. Achtung, Steuerberater kostet Geld. Frage vorher nach Kosten. Was kostet die Beratung? Beratung. Konsultation. Nicht einfach starten, ohne Preis zu kennen. Preis. Kost. Jetzt sprechen wir über Lohnabrechnung. Lohnabrechnung. Payslip. Ein Dokument von der Arbeit, das zeigt, wie dein Lohn berechnet wird. Berechnen. Calculate. Dort steht Brutto. Netto. Steuerklasse. Krankenversicherung. Rentenversicherung. Arbeitslosenversicherung. Pflegeversicherung. Vielleicht Zuschläge. Zuschlag. Extra Pay. Vielleicht Abzüge. Abzug. Deduction. Lohnabrechnung sieht kompliziert aus, aber sie ist wichtig. Bewahre sie auf. Aufbewahren. Keep. Du brauchst sie vielleicht für Wohnung, Bank, Amt oder Steuer. Wenn etwas falsch ist, frage. Ich habe eine Frage zu meiner Lohnabrechnung. Können Sie mir diesen Abzug erklären?
Warum ist mein Nettolohn anders? Nettolohn. Nettolohn. Net Salary. An wen kann ich mich wenden? Sich wenden an bedeutet Contact someone. In der Firma gibt es vielleicht Personalabteilung. Personalabteilung. HR Department. Oder Lohnbuchhaltung. Lohnbuchhaltung. Payroll. Diese Wörter sind nützlich. Jetzt sprechen wir über Geldleihen von Freunden. Geldleihen ist sensibel. Sensibel bedeutet emotional and delicate. Wenn du Geld von Freunden leihst, kann Freundschaft leiden. Leiden bedeutet suffer. Wenn du Geld verleihst, kann es auch Probleme geben. Verleihen bedeutet lend to someone. Wenn es nötig ist, schreibe klar auf, wie viel, bis wann zurückzahlen, in welchen Raten. Beide sollten es verstehen. Schriftlich ist besser. Nicht, weil du misstrauisch bist. Misstrauisch. Not trusting. Sondern weil Klarheit schützt. Klarheit. Clarity. Aber besser ist, Hilfe durch Beratung suchen, bevor private Schulden größer werden. Private Schulden können Beziehungen kaputt machen. Kaputt machen. Destroy. Geld und Freundschaft brauchen klare Grenzen. Grenze. Boundary. Jetzt sprechen wir über Kinder und Geld. Wenn du Kinder hast, lernen Kinder von dir. Nicht durch lange Vorträge. Vortrag. Lecture. Sondern durch Alltag. Du kannst ihnen einfache Wörter beibringen. Geld. Sparen. Preis. Teuer. Günstig. Brauchen. Wollen. Unterschied zwischen brauchen und wollen. Brauchen. Need. Wollen. Want. Wir brauchen Brot. Du willst ein Spielzeug. Spielzeug. Toy. Das ist nicht schlecht. Aber es ist anders. Kinder können lernen. Man kann nicht alles kaufen. Nicht alles sofort. Sofort. Immediately. Ein kleines Taschengeld kann Kindern helfen. Taschengeld. Pocket Money. Wenn möglich. Möglich. Sie lernen, kleine Entscheidungen zu treffen. Entscheidung. Decision. Heute Süßigkeit oder sparen für etwas Größeres. Größer. Bigger. Geld lernen ist Lebenslernen. Lebenslernen. Learning for life. Jetzt sprechen wir über finanzielle Not. Finanzielle Not bedeutet, du hast nicht genug Geld für wichtige Dinge. Miete. Essen. Strom. Medizin. Das ist ernst. Ernst. Aber du musst nicht allein bleiben. Wenn du nicht genug Essen hast, suche Hilfe. Tafeln, Beratungsstellen, soziale Einrichtungen. Wenn du Miete nicht zahlen kannst, suche sofort Beratung. Sofort. Nicht warten. Mietschulden können gefährlich sein. Mietschulden. Rent Debt. Wenn Strom nicht bezahlt wird, kann es Probleme geben. Deshalb früh reagieren. Ein Satz. Ich kann meine Miete im Moment nicht zahlen.
Wo bekomme ich Hilfe? Ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren. Wohnung verlieren. Lose apartment. Ich brauche dringend Beratung. Dringend. Urgent. Diese Sätze sind schwer, aber sie sind wichtig. Hilfe, früh, suchen, ist Mut. Mut. Courage. Jetzt sprechen wir über Ordnungssystem. Ordnungssystem bedeutet ein System für Dokumente. Du brauchst vielleicht 5 Ordner. Ordner 1: Wohnung. Mietvertrag, Nebenkosten, Kaution. Ordner 2: Arbeit. Arbeitsvertrag, Lohnabrechnung, Steuer-ID. Ordner 3: Bank und Geld. Konto, Rechnungen, Zahlungen. Ordner 4: Verträge. Handy, Internet, Versicherung, Fitnessstudio. Ordner 5: Gesundheit und Amt. Krankenkasse, Briefe, Ausweise. Digital oder Papier? Papier. Hauptsache, du findest Dinge wieder. Wiederfinden. Find again. Wenn ein Brief kommt, lege ihn nicht irgendwo hin. Irgendwohin. Somewhere. Das ist gefährlich. Er verschwindet. Verschwinden. Disappear. Mache eine feste Stelle. Feste Stelle. Fixed place. Eine Schale. Eine Mappe. Ein Ordner. Ein Fach. Compartment. Alle neuen Briefe kommen dort hinein. Einmal pro Woche bearbeiten. Bearbeiten bedeutet work on. So bleibt der Kopf ruhiger. Jetzt stellen wir uns einen Alltag vor. Ein Tag mit Geldthemen. Du kommst nach Hause. Im Briefkasten liegen 3 Briefe. Briefkasten. Mailbox. Früher hättest du Angst bekommen und die Briefe auf den Tisch gelegt. Heute machst du es anders. Du machst Tee. Tee. Du setzt dich. Du öffnest den ersten Brief. Es ist Werbung. Werbung. Advertisement. Nicht wichtig. Zweiter Brief. Rechnung vom Stromanbieter. Du suchst Betrag und Frist. Betrag 48 €. Frist 14 Tage. Du schreibst es in den Kalender. Dritter Brief. Mahnung von einem Online-Shop. Du atmest. Du prüfst. Du erinnerst dich. Du hast bezahlt. Du suchst den Zahlungsbeleg in der Banking-App. Du findest ihn. Du schreibst eine E-Mail. Guten Tag, ich habe bereits bezahlt. Im Anhang finden Sie den Zahlungsbeleg. Fertig. Fertig bedeutet done. Das ist ein Erfolg. Erfolg bedeutet Success. Nicht groß für andere, aber groß für dich. Du hast Briefe geöffnet. Du hast geprüft. Du hast reagiert. Du hast nicht weggeschaut. Wegschauen bedeutet not look. Du hast gehandelt. Handeln. Act. So wächst Selbstvertrauen. Selbstvertrauen
Trust in yourself. Ein anderer Tag. Dein Konto ist niedrig. Niedrig bedeutet low. Du bekommst Angst. Du öffnest dein Budget. Miete ist bezahlt. Strom kommt noch. Essen brauchst du. Du entscheidest diese Woche kein Restaurant. Kein neues Abo. Günstig kochen. Einkaufsliste. Du schreibst Reis, Gemüse, Eier, Linsen, Brot. Du gehst einkaufen. Du kaufst nur von der Liste. Liste schützt. Liste spart. Am Ende der Woche hast du noch ein bisschen Geld. Ein bisschen. A little. Du fühlst dich ruhiger. Ruhiger. Calmer. Noch ein Tag. Du merkst, dass dein Fitnessvertrag weiterläuft. Du gehst kaum hin. Du suchst den Vertrag. Laufzeit bis Dezember. Kündigungsfrist 1 Monat. Du schreibst eine Kündigung. Du bittest um Bestätigung. Du speicherst die Bestätigung. Ab Januar zahlst du nicht mehr. Das ist Geld, das frei wird. Frei. Available. Kleine Entscheidung, große Wirkung. Wirkung bedeutet Effekt. Jetzt wiederholen wir wichtige Wörter. Geld, Konto, Bankkarte, PIN, Überweisung, Lastschrift, Rechnung, Mahnung, Mahngebühr, Inkasso, Schulden, Ratenzahlung, Vertrag, Kündigung, Kündigungsfrist, Laufzeit, Miete, Kaution, Nebenkosten, Warmmiete, Strom, Abschlag, Jahresabrechnung, Versicherung, Beitrag, Budget, Einnahmen, Ausgaben, Frist, Betrag, Verwendungszweck, Beleg, Beratung, Schuldnerberatung, Betrug, Schufa. Diese Wörter sind nicht leicht, aber sie sind wichtig. Lebenswichtig für den Alltag. Jetzt wiederholen wir wichtige Sätze. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Ich verstehe den Betrag nicht. Können Sie mir das bitte erklären? Ich habe bereits bezahlt. Im Anhang finden Sie den Zahlungsbeleg. Ich kann den Betrag im Moment nicht vollständig zahlen. Ist eine Ratenzahlung möglich? Bitte schicken Sie mir die Vereinbarung schriftlich. Ich möchte den Vertrag kündigen. Bitte bestätigen Sie mir die Kündigung schriftlich. Welche Kündigungsfrist habe ich? Ich brauche Hilfe mit meinen Schulden. Wo bekomme ich Beratung? Diese Sätze sind Werkzeuge. Werkzeug, Tool. Mit Werkzeug kannst du Probleme bearbeiten. Deutsch lernen für Geldthemen ist sehr praktisch. Nicht nur
Grammatik. Grammatik ist wichtig, aber Alltag ist dringender. Dringend bedeutet urgent. Lerne jeden Tag 3 Geldwörter. Rechnung, Frist, Betrag. Mahnung, Beleg, Zahlung. Vertrag, Laufzeit, Kündigung. Konto, Überweisung, Lastschrift. Schreibe zu jedem Wort einen Satz. Rechnung. Ich habe eine Rechnung bekommen. Frist. Die Frist ist am 15. Juni. Betrag. Der Betrag ist 45 Euro. So werden Wörter lebendig. Lebendig. Alive. Sprich Sätze laut. Laut. Mit Stimme. Ich möchte den Vertrag kündigen. Ich habe bereits bezahlt. Ist eine Ratenzahlung möglich? Wiederhole. Wiederhole langsam. Dann schneller. Im echten Leben brauchst du diese Sätze vielleicht am Telefon. Telefon. Wenn du sie vorher geübt hast, bist du sicherer. Sicherer. Mehr Ruhe. Jetzt sprechen wir über Mut. Mut bedeutet Angst haben und trotzdem handeln. Beim Thema Geld braucht man Mut. Mut, einen Brief zu öffnen. Mut, eine Firma anzurufen. Mut, zu sagen, ich kann nicht zahlen. Mut, Hilfe zu suchen. Mut, einen Fehler zuzugeben. Zugeben bedeutet admit. Mut, einen Vertrag zu kündigen. Mut, Nein zu sagen. Nein zu einem Abo. Nein zu einem Kauf. Nein zu Betrug. Nein zu Druck. Du darfst Nein sagen. Nein, ich unterschreibe heute nicht. Nein, ich möchte das zuerst prüfen. Nein, ich gebe meine PIN nicht weiter. Nein, ich zahle nicht sofort ohne Rechnung. Diese Sätze schützen dich. Schutz. Protection. Höflich Nein sagen ist stark. Höflich. Polite. Stark. Strong. Jetzt sprechen wir über Fehler. Vielleicht hast du schon einen Fehler gemacht. Einen Vertrag unterschrieben, den du nicht wolltest. Eine Rechnung vergessen. Eine Mahnung ignoriert. Zu viel gekauft. Ein Abo vergessen. Das ist nicht gut, aber es ist nicht das Ende. Ende. Finish. Fehler sind unangenehm. Aber Fehler können Lehrer sein. Lehrer. Teacher. Frage, was lerne ich daraus? Was mache ich ab heute anders? Welche Erinnerung stelle ich in den Kalender? Welche Dokumente sortiere ich? Wen frage ich um Hilfe? Bestrafe dich nicht endlos. Endlos bedeutet without end. Handeln ist besser als sich selbst beschimpfen. Beschimpfen bedeutet Insult. Ein Fehler plus Plan ist Fortschritt. Fortschritt. Progress. Ein Fehler plus Schweigen wird größer. Größer. Bigger. Also, Fehler sehen. Plan machen. Hilfe fragen. Weitergehen.
Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Langsam. Ruhig. Geld in Deutschland kann kompliziert sein. Kompliziert. Verträge. Rechnungen. Mahnungen. Miete. Strom. Bank. Versicherung. Schufa. Inkasso. Viele Wörter. Viele Regeln. Aber du kannst lernen. Nicht alles heute. Nicht alles auf einmal. Ein Wort. Ein Brief. Eine Rechnung. Ein Vertrag. Eine Kündigung. Ein Budget. Ein Schritt. Du musst kein Experte sein. Experte. Specialist. Du brauchst Grundwissen. Grundwissen. Basic Knowledge. Du brauchst Ordnung. Du brauchst einfache Sätze. Du brauchst Mut zu fragen. Du brauchst den Kalender. Du brauchst Belege. Du brauchst Hilfe, wenn es zu viel wird. Zu viel. Too much. Das ist normal. Viele Menschen brauchen Hilfe bei Geldthemen, auch Muttersprachler. Muttersprachler. Native Speakers. Du bist nicht allein. Sag zu dir: Ich öffne meine Briefe. Ich prüfe meine Rechnungen. Ich schreibe Fristen auf. Ich frage, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich unterschreibe nicht unter Druck. Ich gebe meine PIN nicht weiter. Ich mache keine Schulden ohne Plan. Ich suche Hilfe, wenn es schwierig wird. Ich lerne. Ich werde sicherer. Sicherer. Ich gehe Schritt für Schritt. Geld braucht Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet Attention. Aber Geld soll nicht dein ganzes Leben kontrollieren. Kontrollieren. Control. Mit Ordnung wird Geld ruhiger. Mit Wissen wird Geld weniger gefährlich. Mit Hilfe wird ein Problem kleiner. Kleiner. Mit kleinen Schritten kommst du weiter. Weiterkommen. Make progress. Vielleicht ist heute dein erster Schritt nur einen Ordner machen oder eine Rechnung lesen oder eine Kündigungsfrist in den Kalender schreiben oder ein Abo prüfen oder deine Bankkarte sicher aufbewahren. Aufbewahren. Keep. Oder eine Beratungsstelle suchen. Ein kleiner Schritt reicht. Reichen. Enough. Atme ruhig. Du hast ein schweres Thema gelesen. Schwer, aber wichtig. Wichtig für dein Leben in Deutschland. Wichtig für deine Sicherheit. Wichtig für deine Zukunft. Zukunft. Future. Geld kann Stress machen, ja. Aber du kannst lernen, mit Geld ruhiger umzugehen. Umgehen mit bedeutet handle. Ruhiger umgehen. Mit Plan. Mit Sprache. Mit Hilfe. Mit Geduld. Eine Rechnung. Eine Frist. Ein Betrag. Ein Vertrag. Eine Frage. Eine Antwort. Ein Plan. Ein Schritt. Und dann der nächste.